Zuschauer und Hörer da draußen. Wir haben eine neue Interviewserie gestartet zum Thema Demokratie in Zeiten von Corona. Heute ist es mir eine ganz besondere Ehre, Tamara Ees von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften als Gast, als Interviewpartnerin zu haben. Sie ist Politikwissenschaftlerin und selbstständige Beraterin für Demokratieinnovation. Und wir werden heute die aktuelle Situation in Österreich besprechen. Liebe Tamara, erzähl uns doch mal, wie ist die aktuelle Situation bei euch innerhalb von Österreich auf Basis von Corona? Ja, wir sprechen jetzt am Dienstag, 7. April miteinander. Seit gestern haben wir in Österreich einen Fahrplan, wie wir aus den Maßnahmen schrittweise wieder rauskommen dürfen, muss man sagen. Österreich hat ja schon sehr früh sehr rigorose Maßnahmen gesetzt. Also wir gehen jetzt fast in den zweiten Monat, also zumindest auch schon mitten in der 4. Woche mit immensen Ausgangsbeschränkungen, Grundrechts- und Freiheitseingriffe, Versammlungsverbot, Eingriffe in die Religionsfreiheit. Denken wir jetzt nur an die Kirchen, die eben jetzt nicht im gewohnten Ausmaß Ostern feiern dürfen. Eingriffe in die Erwerbsfreiheit, in die Vereinsfreiheit. Und das alles trifft uns natürlich auch als Zivilgesellschaft im Kern. Es trifft auch natürlich das Parlament. In Österreich hat man sich jetzt dafür entschieden, in verkleinertem Maßstab zu tagen, um eben auch hier wieder zu gewährleisten, dass man im Plenum tagen kann und Sitzungen tatsächlich vornehmen kann. Wer aber tatsächlich hier außen vor bleibt und sich momentan nur schwach artikulieren kann, ist die Zivilgesellschaft oder auch die außerparlamentarische Opposition. Gerade jetzt wäre es aber Zeit, mehr denn je, wann, wenn nicht jetzt, eben, dass man hier auch Widerspruch, die Debatte am Laufen hält. Und das ist etwas, was mich vor allem eben zu Beginn, vor 2,5, 3 Wochen, sehr bedenklich und mit Sorge gestimmt hat. Anfangs diese stumme, kritiklose Hinnahme der immensen Freiheitsbeschränkungen. Teilweise wurde die Debatte über alles schien beendet. Es war nur noch so eine Art Schockstarre, auch ein sehr irritierender Konformismus seitens der eigentlich meinungsführenden Medien im Land. Und wir sehen erst jetzt seit wenigen Tagen, eigentlich erst seit vergangener Woche Freitag, also nun seit 4, 5 Tagen, dass einerseits die Opposition, aber auch die Zivilgesellschaft allmählich und erfreulicherweise aus dieser Schockstarre erwacht. Die Opposition hat in den ersten 2 sogenannten Covid-19-Maßnahmenpaketen mitgestimmt, hat den sogenannten nationalen Schulterschluss geübt. Es war alles überlagert von einer Team Österreich-Mentalität. Ja, also wurde auch so von der Regierung immer wieder genannt, wir sind das Team Österreich. Und erst am vergangenen Freitag hat es die Opposition da mal wirklich gewagt, nicht mitzustimmen. Es waren vor allem die liberale Partei NEOS und die rechtsextreme FPÖ, die gesagt haben, sie gehen dabei nicht mit. Man muss auch sagen, die Neos waren aber die einzigen, die das tatsächlich mit den Eingriffen in Grund- und Demokratierechte begründet haben, dass sie hier das nicht mehr oder einige dieser neuen Maßnahmen, die jetzt im 3. Maßnahmenpaket gekommen sind, nicht mehr mittragen wollen. Auch die Zivilgesellschaft findet sich mittlerweile auch über die Unmutsäußerungen, die mit den Maßnahmen gekommen sind, wieder zusammen. Es hat sich eine Watch Group gebildet mit dem Namen CoView, wo auch die Maßnahmen der Polizei, die ja das alles umsetzen muss und wie sie damit umgeht, dokumentiert wird, wo das auch alles veröffentlicht wird, nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, um sich da auch international zu vernetzen und überhaupt mal Daten zu sammeln. Der Ermessensspielraum der Polizei ist mittlerweile sehr groß. Es kommen täglich in mehreren Pressekonferenzen wie so morgendliche Appelle an das Volk, was es heute zu tun und zu unterlassen hat. Man kann als Bürgerin kaum mehr folgen, was ist eigentlich noch alles erlaubt oder nicht. Teilweise scheint es eben auch die Polizei nicht zu wissen und dann auch in überschießendem Maß zu agieren. Und das erzeugt doch in einer kritischen Zivilgesellschaft zumindest einigen Widerspruch.
Du hast ja auch gerade davon gesprochen, dass am Anfang es eine Art Schockstarre gab, die erst nach und nach aufgebrochen wurde. Jetzt kam ja gerade erst vor 1, 2 Tagen die Nachricht aus Österreich, dass so langsam die Maßnahmen aufgebrochen werden. Welche Maßnahmen fallen dann darunter, dass da ein Ende suggeriert wird, ein Ende aufkommt und sichtbar wird, gerade auch in Bezug auf die in Bezug auf die demokratischen Einschränkungen, die es bisher gegeben hat? Ja, wir haben in Österreich gestern am 6. April einen Fahrplan quasi für die nächsten Tage und Wochen erhalten. Einerseits auch die Bekanntgabe, dass die Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen bis am Ende April beibehalten werden. Andererseits, dass aber kleinere Geschäfte öffnen können, dass endlich die Bundesgärten geöffnet werden. Das war ein großes Konfliktthema gerade zwischen der Stadt Wien und der Bundesregierung. Also in kleinen Schritten möchte man uns quasi darauf vorbereiten. Vieles aber auch noch in einem sehr obrigkeitlichen oder auch gar paternalistischen Gebaren. Also gerade auch Innenminister Nehammer hat immer wieder die Worte verwendet, die nächsten Tage werden eine Benimmprobe, ja, und immer wieder an die Österreicher appelliert, das beizubehalten und den Aufforderungen der Polizei und des Innenministers Folge zu leisten. Und also das ist doch in einer Demokratie sehr bedenklich, ja, auch dieses sehr obrigkeitliche Verhalten, immer wieder Benimmproben auszugeben, die auch von Vizekanzler Werner Kogler auch immer wieder so geäußert wurden, auch immer wieder diese Drohungen, wenn wir uns quasi nicht an diese Maßnahmen jetzt halten, dann könnte es auch noch schlimmere geben. Und es ist immer auch ein bisschen so Zuckerbrot und Peitsche. Politik. Wenig wird wirklich darüber gesprochen, was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Demokratie, auf Bürgerbeteiligung und dergleichen. Also auch gerade die Bereiche, die ich als Politikwissenschaftlerin sehr im Blick habe. Momentan geht es eben vor allem um ökonomische Fragen oder wann öffnet die Schule. Alles andere, auch die Kollateralschäden, die damit zusammenhängen, werden vollkommen außer Acht gelassen. Wir wissen einerseits jetzt schon eben aus den Zahlen, dass die häusliche Gewalt steigt, die wird mit fortschreitender Arbeitslosigkeit noch weiter steigen. Andererseits weiß ich auch aus der Demokratieforschung, Arbeitslosigkeit ist auch ein ganz wesentlicher Indikator für eine sinkende demokratische Beteiligung. Also man kann das wirklich nachvollziehen in Gegenden oder Wahlsprengeln, in denen die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist dann immer auch die Wahlbeteiligung sehr niedrig. Und ich frage mich eben in Hinsicht auf die nächsten Wahlen, die kommenden Monate und Jahre, wie wird sich das alles auswirken? Nur weil ich Teilhaberechte dann noch wieder zurückbekomme. Teilhaberechte alleine reichen ja nicht. Ich brauche ja auch eine Infrastruktur, soziale Sicherung, finanzielle Absicherung, um überhaupt meine Teilhaberechte ausüben zu können. Genau, du sprichst sehr viele Risiken an, die sich aus dieser Krise ergeben, die auch hier aktuell gerade sehr sichtbar und sehr spürbar sind, in der Form, wie auch in Österreich die Maßnahmen greifen, die demokratischen Grundfreiheiten eingeschränkt sind. Gibt es denn aus deiner Sicht, auch aus der wissenschaftlichen Sicht, auch Chancen für die Demokratie oder auch gerade für die direkte Demokratie, die daraus erwachsen können? Ich glaube, eine wesentliche Chance liegt darin, dass wir gerade jetzt sehen, dass es wichtig ist, E-Democracy, digitale Demokratie, E-Participation, unter welchem Titel man das auch immer dann nehmen möchte, dass wir das rascher und noch mit mehr Vehemenz ausbauen müssen. Da gibt es in Österreich ja schon einige Ansätze, zum Beispiel, dass man seit 2018 eben direkt demokratische Instrumente wie Volksbegehren eben nicht immer am Amt persönlich unterschreiben muss, sondern dass man das auch digital mittels Bürgerkarte und Handysignatur erledigen kann. Und das gilt es weiter auszubauen. Ich denke da zum Beispiel auch an E-Voting. Wir sehen das zum Beispiel jetzt nicht nur bei den Vorwahlen in den USA oder anderen Wahlen, wo man sich denkt, müssen die jetzt verschoben werden können, sollen die verschoben werden, weil es eben in der gegenwärtigen Situation gesundheitlich nicht angeraten ist, in ein Wahllokal zu gehen und seine Stimme persönlich abzugeben. Und hier gerade kann eben der Ausbau von E-Voting tatsächlich eine Lösung sein. Denn
auch Wahlen oder Volksabstimmungen müssen ja stattfinden. Die kann ich vielleicht einen Monat oder 2 Monate verschieben, aber jetzt nicht ins nächste Jahr. Denn die Rechte des Souveräns, die Rechte von uns Bürgerinnen und Bürgern sind ohnehin mittlerweile so stark beschnitten. Wir können uns nicht in Demonstrationen und Protesten öffentlich äußern. Wir können auch jetzt nicht in einer Straßensammlung Unterschriften sammeln und dann eben auch noch Wahlen oder Referenden nicht stattfinden zu lassen, wäre doch eine Beschneidung unserer Rechte über Gebühr. Und ich glaube oder ich bin mir auch sicher, oder es ist auch eine Forderung an die politischen Verantwortungsträgerinnen und Träger, hier noch rascher auf E-Democracy zu setzen. Und das natürlich muss man aber auch flankieren durch bildungspolitische Maßnahmen. Wir wissen auch aus der Forschung, voraussetzungsvollere Instrumente, wo ich eben nicht nur Technik brauche, sondern auch das Wissen, gibt es das überhaupt, wie gehe ich damit um, was kann ich als Bürgerinnen und Bürger eigentlich alles schon elektronisch machen. Auch das muss in der politischen Bildung vorkommen. Also auch das muss gelehrt werden. Und dass eben unsere Schulen und Universitäten jetzt geschlossen sind und offenbar nicht zu einer systemrelevanten Infrastruktur zählen, finde ich da auch sehr bedenklich, weil gerade jetzt bräuchten wir doch mehr Informationen, mehr Wissen, mehr Geschehen. Und ich sehe zum Beispiel auch, dass die Universitäten hier nicht in die Maßnahmen einbezogen werden oder nicht in der Vehemenz, wo es schon längst hätte geschehen sollen. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen, dass es auch durchaus Forderungen von Seiten der Wissenschaft an die Politik gibt. Wir sehen ja nun gerade in dieser Krise, wo die Regierung sehr stark durchgreift, dass viele Instrumente oder das öffentliche Leben quasi stillgelegt wird und der Diskurs eigentlich nicht weitergehen kann an der Stelle. Ich möchte einfach noch mal auf die Frage hinaus, welche Forderungen gibt es auch von euch, von dir, von Seiten der Wissenschaft, von dir und deinem Team und auch von den Kollegen, die in dem Bereich arbeiten, damit genau diese Instrumente, die du gerade schon angesprochen hast, gefestigt werden können und zukünftig in solchen Krisenzeiten greifen können, damit eben auch der Diskurs zu den Universitäten, zu den Bildungseinrichtungen, zu der Wissenschaft zum einen bestehen bleibt und zum anderen aber auch die Instrumente der demokratischen Grundfreiheiten weiter genutzt werden können. Gibt es da eine Art von Forderung, Positionspapier, was ihr verfasst, was ihr aufstellt? Bislang gibt es klare Forderungen, vor allem jetzt seitens der Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, endlich Zugang zu den Daten oder überhaupt eine Offenlegung der Daten zu haben. Also ist ja auch ein Wesen der Demokratie, transparent zu arbeiten, mittels Open Data für uns als Bürgerinnen und Bürger überhaupt nachvollziehbar zu machen, auf welcher Grundlage werden denn all diese immensen Rechtseingriffe in unsere Freiheiten vorgenommen. Also es gibt zumindest seitens der Naturwissenschaften jetzt mal diese Aufforderung, vor allem an das Gesundheitsministerium, das ja vorrangig jetzt hierfür zuständig ist, überhaupt mal die Daten öffentlich zu stellen. Weitere Forderungen entwickeln sich gerade erst. Also auch hier gab es ja in weiten Bereichen auch eine Schockstarre. Also man musste da erst einmal darauf reflektieren. Weitere Forderungen gehen natürlich in Bezug auf eine Begleitforschung. Und zum Beispiel der österreichische Wissenschaftsfonds oder auch der Wissenschaftsfonds der Stadt Wien haben bereits darauf reagiert und ganz kurzfristig einmal kleine Fördergelder bereitgestellt, wo es genau darum geht, was können wir auch jetzt aus dieser Krise lernen für den späteren Umgang, für weitere Krisen oder auch für die Aufarbeitung. Was läuft hier gerade nicht gut? Wo fehlt es uns an Informationen? Wo sollten wir schon viel früher mit einbezogen werden? Und ich habe ja auch anfänglich sehr stark, also schon vor 2 Wochen, sehr stark kritisiert, dass zum Beispiel in diesen Entscheidungsgremien, die Bundeskanzler und die ressortzuständigen Minister gerade beraten, hauptsächlich Virologen, Medizinerinnen, Public Health Experten dabei sind. Was da vollkommen fehlt, sind Sozialwissenschaftlerinnen, Historiker, Psychologen, um eben nicht nur immer die ökonomischen Kosten zu kalkulieren, sondern es gibt hier auch
Kosten der Demokratie oder eine Demokratieschädigung, die schon voranschreitet, die zum Beispiel nicht mitkalkuliert wird. Und von all den psychosozialen Kosten, die das betrifft, ist da noch gar nicht die Rede. Und da sollten wir tatsächlich ja, unsere Kräfte bündeln, um zu sehen, was macht eigentlich Isolation mit den Menschen, was macht die Angst vor Arbeitslosigkeit oder bereits eingetroffene Arbeitslosigkeit. Also das sind eben auch Fragen, die ich mir in der Demokratieforschung anschaue. Und da sehen wir ganz klar, arbeitslose Menschen in prekären Verhältnissen, Alleinerziehende, arme, armutsgefährdete, nehmen all ihre demokratischen Rechte unterdurchschnittlich wahr. Dagegen bessergestellte, im Vermögen oder im Bildungsstatus besser gestellte Menschen nehmen auch ihre Rechte mehr wahr. Und da kommt es immer mehr zu einer sozialen Schieflage, die auch durch diese Krise und das ist dann eben die Frage, die wir uns stellen müssen, auch durch die Art der Krisenbearbeitung verstärkt. Das heißt, was erwartet dich in den nächsten Wochen, Tamara? Ja, mehr Interviews, mehr Fragen, mehr Vernetzung mit meinen Kolleginnen und Kollegen, hoffentlich ja, eine weitere Datenerhebung und auch Finanzierung derselben. Das ist ja gerade in den Sozialwissenschaften nicht immer leicht, auch Finanzierung von umfassender Datenerhebung zu erhalten. Was mich freut, ist, dass wenigstens auch wieder der Diskurs starten konnte, dass wir eben nicht nur ja, diesen nationalen Schulterschluss üben und ja, uns hier quasi sehr einig auf Heim und Herd zurückziehen, sondern dass wir versuchen, auch hier unsere kritischen Fragen zu stellen und die dann auch von den Medien aufgenommen werden. Denn das ist eine Sorge, die ich jetzt nicht nur situativ in der Beeinträchtigung der Demokratie sehe, sondern etwas, was sich auch langfristig gestalten kann. Wie gesagt, ich war sehr erstaunt ja, über die Hinnahme all dieser Beschränkungen unserer Freiheitsrechte, die man sich ja vor einem Monat nicht für möglich gehalten hätte, zumindest in Österreich und Deutschland. Und ich sehe nicht nur, wie die Bürgerinnen und Bürger jeden Tag ihre neuen Verhaltensregeln einüben, sondern ich sehe auch eine Lernkurve auf Seiten der Politik. Auch Politikerinnen und Politiker lernen gerade, wie weit sie eigentlich mit ihren Maßnahmen gehen können, wie sehr sie eigentlich Grund- und Freiheitsrechte schnell, rascher und auch auf längere Sicht einschränken können, ohne dass sich wesentlicher Widerstand regt, solange sie das nur plausibilisieren mit dem Schutz von ja, Gesundheit, Leib und Leben. Das erinnert mich wiederum eben sehr an all die Gesetze, an all die sogenannte Sicherheitsarchitektur, die wir in den letzten Jahren aufgrund unserer Angst vor terroristischen Anschlägen aufgebaut haben. Wir haben ja in Österreich genauso wie in Deutschland, Frankreich und vielen anderen europäischen Ländern in den letzten Jahren unsere sogenannten Sicherheitsgesetze massiv ausgebaut, Videoüberwachung. Das Briefgeheimnis ist nicht mehr so absolut in Österreich, wie es einmal war. Handyüberwachung, all das ist leichter möglich, alles im Sinne der Gefahrenvorsorge. Österreich hat auch schon vor 3 Jahren ein neues Versammlungsrecht bekommen und schon seit damals, also schon seit 3 Jahren, ist unser Demonstrationsverbot, vor allem wenn es darum geht, auf kurzfristige Ereignisse zu reagieren, ein bisschen eingeschränkt. Und also wir haben das alles schon aus unserer Angst auch vor terroristischen Anschlägen. Und wir sehen ja auch, dass nie etwas zurückgenommen wird. Es werden immer Sicherheitsgesetze verschärft und Sicherheitsgesetze gehen in vielen Fällen eben mit einer Einschränkung unserer demokratischen Rechte einher. Und sie werden deshalb nicht zurückgenommen, weil ja immer wieder plausibilisiert wird, ja, seht ihr, weil wir das gemacht haben, gibt es keine terroristischen Anschläge. Und das wird halt eben darüber plausibilisiert. Und das ist dann eben jetzt auch meine Aufgabe oder die auch meiner Kolleginnen und mir, zu schauen, was bleibt eigentlich von den derzeitigen Ausnahmegesetzen übrig.
Die sind zwar alle befristet, können natürlich verlängert werden. Auch das zum Beispiel kennen wir aus den terroristischen Ausnahmegesetzen in Frankreich. In Frankreich hat man den Ausnahmezustand 6-mal verlängert, und als dann endlich das Parlament dann nicht mehr mitging, hat man einfach einige Gesetze davon in den gewöhnlichen Rechtsbestand übernommen. Die Frage ist auch, was bleibt hier hängen? Können wir wieder in einen Normalzustand, für normal wir den auch immer gehalten haben, zurückkehren? Oder wird hier was bleiben? Nämlich auch wieder mit dieser Plausibilisierung, aber es schützt uns ja. Ja, der Staat schützt uns ja so gut. Also inwiefern und wie sehr gewöhnen wir uns an einen durchaus auch autoritären Maßnahmenstaat, der uns ja so gut schützt? Einfach nochmal als Abschlussfrage, siehst du das auch als Gefahr für die aktuelle Situation und für die Zukunft, dass das konkret auch eine Umsetzung findet, dass hier demokratische Grundfreiheiten zukünftig noch stärker eingeschränkt werden? Ich sehe jetzt keine unmittelbare Gefahr, dass wir Zustände wie in Weißrussland haben, wo Herr Lukaschenko einfach sagt, das Virus, es gibt kein Virus, Punkt. Oder dass wir den Pfad der Demokratie so weit verlassen, wie wir das bei Viktor Orban in Ungarn gerade sehen. Wo wir aber aufpassen müssen und was die Frage ist, eben inwiefern können sich demokratieschädigende, autoritäre Elemente auch in eigentlich liberalen Demokratie erhalten. Eben auch mit Zustimmung der Bevölkerung, weil man eben weiß, okay, das schützt uns. Das eine schützt uns vor Terror, das andere schützt uns vor dem Virus und das nächste schützt uns, ich weiß nicht woher, welche Krise dann die nächste ist. Und wir sehen ja hier eben nie oder ganz selten eine Rücknahme. Und da gilt es eben immer wieder darum, auch als Zivilgesellschaft oder auch als Wissenschaft darauf zu achten, wo sind unsere Freiheitsrechte eigentlich schon so massiv eingeschränkt, dass es hier wirklich demokratiegefährdend und demokratiezerstörend wird. Und das ist etwas, was es ja schon in den letzten Jahren zu beobachten gab. Also ich habe diese Sicherheitsarchitektur, die wir in Österreich und genauso in Deutschland aufgebaut haben, schon angesprochen. Wir können ja kaum mehr in einen Flughafen oder einen öffentlichen Ort oder irgendwas betreten, wo wir nicht beobachtet, gescannt, gefilmt werden. Auch wenn wir uns jetzt hier unterhalten, wer hört mit, wer liest mit. Drum, das macht es ja auch der Zivilgesellschaft gerade auch so schwer, dass sie überhaupt keine analogen Möglichkeiten mehr hat, sich wirklich zu verabreden. Und ja, einerseits ja, freuen wir uns natürlich, dass wir uns trotzdem sehen können über die digitalen Möglichkeiten. Andererseits ist das aus Sicht der Privatsphäre und Demokratie, gerade die bürgerschaftliche Demokratie braucht immer Privatsphäre, auch wieder problematisch. Tamara, ich danke dir recht herzlich für das Interview heute. Sehr gerne. Darf ich noch einen Wunsch äußern? Sehr gerne, natürlich. Ein Wunsch, also der betrifft sowohl die österreichische als auch die deutsche oder wahrscheinlich die Politik in vielen Ländern. Es geht darum, um ein Wahlrecht für alle, die hier leben. Wir sehen nämlich gerade in Österreich, welche Menschen uns eigentlich quasi unser System, Supermärkte, Pflegeheime, öffentlichen Verkehr aufrechterhalten. Und das sind oft Menschen mit Migrationshintergrund und oft diejenigen, die keine österreichische Staatsbürgerschaft und damit auch kein Wahlrecht haben. Und wir haben seit langem immer wieder kontroverse Diskussionen, ich denke, das ist in Deutschland nicht anders, um ein Ausländerwahlrecht. Oder ich nenne das lieber Einwohnerwahlrecht. Und ich sehe gerade eben, wie hier den Menschen zugeklatscht wird und Dank und Solidarität ausgesprochen wird. Und ja, ich denke, das könnte man noch ausweiten. Also wenn wir sehen, ja, dass wir quasi alle da gemeinsam im Boot sitzen, dann gilt das auch für unsere Rechtsgemeinschaft. Wir sind hier alle gerade von den gleichen Maßnahmen, von den gleichen Covid-19-Gesetzen betroffen. Und es wäre mein Wunsch, dass künftig Debatten über Menschen mit Migrationshintergrund und hier einen leichteren Zugang zum Wahlrecht zu schaffen, auch unter dieser Prämisse diskutiert werden. Danke dir nochmal für das Kommentar am Ende. Ich glaube, dass es sehr, sehr wertvoll ist und dass genau diese Nachricht entsprechend geteilt werden sollte.
Ja. Ich danke dir, Tamara Es, für das Interview heute und noch einen schönen Herzlichen Nachmittag. Dank. Bis bald, danke.